Wie sagt man so schön in der Gastronomie, der Kunde ist König. Doch das bedeutet nicht gleich, dass der Kunde auch richtig liegt. Meinungsverschiedenheiten in der Gastronomie sind ganz normal. Deshalb ist es wichtig, die Fähigkeit zu haben, zum richtigen Zeitpunkt richtig zu reagieren. Unstimmigkeiten in der Gastronomie. Wie reagiert man richtig? Heute zu Gast Martin. Schön, dass du mit dabei bist. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für die Einladung. Magst du dich mal kurz vorstellen? Was machst du? Also mein Name ist Martin. Ich bin einer der 3 Gründer des Restaurants Frühstück 3000 hier in Berlin im Schöneberger Norden. Und wir sind täglich geöffnet von 9 bis 16 Uhr und versuchen Frühstück auf so ein neues Level zu heben. Genau. Martin, wie oft kommt es vor, dass Gäste eine Meinung oder eine Wahrnehmung haben und du weißt, es entspricht nicht der Wahrheit? Also in der heutigen Zeit muss man tatsächlich immer schon unterscheiden, passiert das online oder offline. Online passiert das natürlich wesentlich häufiger, als es offline passiert. Und wir gehen jetzt mal davon aus, dass es offline passiert, also im Restaurant. Dann hält sich das eigentlich schon eher in Grenzen. Das sind jetzt, weiß ich nicht, circa gefühlt 20%. Dass es da mal zu Verschiedenheiten kommt und Meinungsverschiedenheiten. Aber das kann dann meistens im Restaurant, wenn es dann im Restaurant auch angemerkt wird, auch im Restaurant geklärt werden. Hast du einen konkreten Fall, eine Situation, wo das vorgekommen ist? Es gibt, also glaube ich mache den Job seitdem ich 16 bin, mit Unterbrechungen. Also heute Morgen gab es tatsächlich einen kleinen Fall, aber das ist wirklich war eine Kleinigkeit. Also wir haben hier, das kann ich Ihnen mal zeigen, wenn wir Kaffee servieren, weisen wir die Gäste immer darauf hin, was Zucker und was Salz ist. Und dann wurde ich dann nochmal von der Dame zurückgerufen, in einem recht forschen Ton, dass das dann doch Zucker sei. Und ich habe sie nochmal darauf hingewiesen, dass es Salz ist. Und dann ging das Gespräch ganz kurz hin und her und dann hat sie es dann probiert und hat dann festgestellt, dass es tatsächlich Salz ist. Das sind dann so eine wirklich ganz kleine Situation. Das passiert häufiger, aber das bügelt man dann in einer charmanten Art und Weise. Was kommt da bei dir innerlich hoch? Was denkst du da gefühlsmäßig? Wie? Also mittlerweile ist man, glaube ich, man hat sich so ein dickes Fell angeeignet, dass man das gar nicht mehr so richtig wahrnimmt, dass man das einfach ignoriert. Ich glaube, zum Selbstschutz dann einfach. Aber die Fragen, die man sich dann stellt, ist, warum sich der Gast nicht kurz selbst reflektiert oder warum der Gast nicht vielleicht doch die Hinweise des Kellners oder die Erklärungen des Kellners oder der Kellnerin annimmt. Aber dass ich mich da jetzt wirklich drüber ärgere, das passiert eigentlich nicht mehr. Worauf muss man achten, deiner Meinung nach, dass die Situation nicht eskaliert? Das geht ja auch ganz schnell, oder? Das kann ziemlich schnell gehen, gerade wenn man sich selbst nicht so unter Kontrolle hat, wenn man gerade gestresst ist oder man hat eine lange, intensive Arbeitswoche tatsächlich. Also damit es wirklich nicht eskaliert, sage ich auch immer meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass man, wenn es jetzt zu so einem Fall kommt, erst nochmal die Problematik nochmal zusammenfasst. Ne? Also dass man sagt, wo das Problem liegt, also ob man den Gast auch richtig verstanden hat. Dass man sich dann erstmal entschuldigt für die Unannehmlichkeiten, je nachdem was passiert ist, und dann eine Lösung anbietet und im Idealfall auch gern 1 bis 2 Lösungen anbietet, die Lösung dann noch dann durchführt tatsächlich. Und was ich immer gern nochmal mache, wenn das dann alles erledigt ist, also das Problem beseitigt sozusagen, dann gehe ich auch nochmal zum Gast hin und entschuldige mich nochmals, weil dann hat man oft die Situation so sehr entschärft, dass der Gast dann auch gar nicht mehr wirklich einen Grund dazu hat, das nochmals eskalieren zu lassen. Und gleichzeitig kann man sich auch nochmal rückversichern, ob die Lösung, die man angeboten hat, dann tatsächlich auch zur Zufriedenstellung des Gastes ist. Und was ich noch wichtig finde, ist so der letzte Punkt, der Augenkontakt, dass man den auch in so einer schwierigen Situation nicht verliert, weil oftmals schaukelt sich das dann aufgrund von nicht vorhandener Mikromimik einfach hoch. Und da hilft Augenkontakt manchmal oder bewirkt das Wunder. Würdest du sagen, man sollte so einer Situation auch manchmal aus dem Wege gehen, weil schließlich der Kunde ja auch König? Genau, in manchen Situationen sollte man das einfach schlucken. Ich glaube, das gehört zum Beruf eines Gastronomen, dass man sich sehr viel gefallen lassen muss. Das klingt jetzt ziemlich harsch, aber es bringt nichts, alles zu kommentieren, jedes Mal den Gast darauf hinzuweisen, dass er vielleicht doch Unrecht haben könnte oder Unrecht hat. Wenn man merkt, hier steht Aufwand und Nutzen überhaupt nicht im Verhältnis, sollte man auf jeden Fall das schlucken und den Gast
Gast sein lassen. Würdest du sagen, gibt es auch manchmal spezielle Situationen, wo du einfach nicht abhauen kannst? Du kannst ja nicht aus dem Weg gehen. Ja, also definitiv. Das sind also diese Situationen tauchen wirklich sehr selten auf. Also wenn sich ein Gast wirklich dann anfängt daneben zu benehmen, laut wird, bei sexistischen oder rassistischen Äußerungen dem Personal gegenüber, dann gehe ich einer Diskussion natürlich nicht aus dem Weg, das ist ganz klar. Aber wie gesagt, das ist glücklicherweise in meiner, wie lange mache ich das jetzt, seitdem ich 16 bin? 37 bin ich schon. 21 Jahren, ich glaube, 1-2 Mal passiert, dass man wirklich da einschreiten musste. Und die Konsequenz daraus könnte nur sein, dass der Kunde dann den Laden verlassen muss, oder? Genau, also dass wir einen Polizeieinsatz hatten, das kam tatsächlich noch nicht vor, aber die Quintessenz ist dann, der Gast muss dann das Restaurant verlassen. Und das haben wir tatsächlich in meiner Laufbahn so 2-3 Mal durchführen müssen. Und dann ist es für den Gast an jedem Punkt zu Ende. Zusammenfassend, Martin, welche Tipps hättest du für die Gastrokollegen? Worauf soll man achten, damit man immer den Gast auch zufriedenstellt, aber du auch als Gastronom am Ende happy bist? Ich glaube, ein guter Punkt ist schon mal, bei sich selbst zu sein. Auch schauen, dass man, das artet jetzt natürlich ein bisschen aus, aber dass man auch schaut, wie das eigene Leben gestrickt ist. Work-Life-Balance ist man glücklich in dem Beruf, will man das wirklich machen. Weil man ist gefühlt Kellnerin, Psychologe, Kindergärtner. Und man muss bereit sein, sich viel gefallen zu lassen. Aber sobald es unter die Gürtellinie geht, sollte man auch den Mut haben, da was zu sagen. Aber grundsätzlich hat der Gast für mich schon in der Regel immer recht. Wenn es gerechtfertigt ist, wenn es objektiv ist, wenn es konstruktive Kritik ist und wenn es vor allen Dingen auch Kritik ist, die im Restaurant geliefert wird. Und das ist ja das Credo einer Dienstleistung, dass Produktionszeitpunkt und der Lieferzeitpunkt zusammenfällt. Und von daher, dann hat man immer noch die Möglichkeit, was zu machen. Und dann findet man in der Regel immer eine Lösung, die den Gast zufriedenstellt. Top. Vielen, vielen Dank für deine Zeit heute. War spannende Insights. Auch vielen Dank an euch. Bleibt dran bei unserem Kanal, abonniert ihn und bis bald. Ciao. Tschüss.